Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute auf den Sonntag machen wir mal eine kleine Rätselspaßrunde, würde ich mal sagen. Ja, ich werde euch die Sachen sagen, die ich euch sagen darf, die ich verkünden darf, die schon offiziell sind. Und ob ihr dann selbst rausfindet, was euch denn kommende Woche erwartet, ja, da könnt ihr entweder selbst auf Recherche gehen, die Hinweise zusammenfügen. Alles, was ich sage, ist quasi schon so, ja, wurde quasi schon announced, sag ich mal. Ne? Und womit fangen wir an? Was haben wir für Hinweise? Also gestern hatte ich ja euch gesagt, oder das ist ja schon ein bisschen länger bekannt, dass ich halt in Zukunft bald einen Dungeon-Gegner darstellen werde. So, das ist aber generell gar kein Update, weil nachdem ich das gestern verkündet hatte, dass quasi nur ich hinzugefügt werde zum Dungeon und keine weiteren neuen YouTuber, so wie es sonst war, dass halt nur, dass halt insgesamt 10 YouTuber da am Start sind, sondern in dem Falle nur ich. Das hat einige enttäuscht, so, aber seht es mal so, der YouTuber-Dungeon wäre eigentlich gar nicht erweitert worden. Wäre das nicht mit der 1000. Folge und so passiert, der wäre auf 20 geblieben. Also seht das, seht mich quasi als Dungeon-Gegner einfach nur als netten Zusatz zu dem eigentlichen Update, was euch nächste Woche erwartet. Ja? Der YouTuber-Dungeon, da wäre gar nichts erweitert worden eigentlich so. Ne? Das ist wirklich nur als leckerer Leckerbissen so erweitert worden. So, ne? Sonst wäre gar nichts, also wäre ich nicht, wäre der Dungeon auf 20 geblieben so. Ne? Ja. Deswegen das gar nicht mal so wirklich als Update irgendwie nehmen. Das ist wirklich nur so für nebenbei, so ein kleiner Snack. So, ne? Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Ob das jetzt nun nächste Woche kommen wird, das kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich selbst nicht so. Ne? Keine Ahnung, aber das steht auf jeden Fall fest, dass ich früher oder später irgendwann implementiert werde. So, ne? Aber wie gesagt, nehmt das nicht als Main-Update. Das, wie gesagt, der wäre gar nicht erweitert worden sonst so. Ne? Und dann lieber so, als denn so. Ne? Denke ich mir so. So. Was haben wir sonst noch für Hinweise? Was können wir sonst noch zusammenzählen? Also, ich hatte euch ja auch letztens gesagt, dass wir eine Gilde auf W54 erstellen werden und die wird aber nicht sehr lange halten. So, das hat erstmal den Grund, weil ich oder Schrägstrich wir, die Content Creator, schon genug Accounts haben und dort nur für eine gewisse Zeit spielen. Hat natürlich auch, wenn man sich das so hinspinnt, hat das natürlich auch irgendwo einen Grund. Ne? Welchen Grund hat das? Könnt ihr spekulieren. Was hatte ich noch gesagt? Wir spielen eine Berserker-Gilde. Hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund. So, ne? Warum spielen wir jetzt nun Berserker? Ne? Das sind alles Sachen, die darf ich schon so sagen. So, ne? Das ist dafür da, um so ein bisschen Spekulationsbedarf euch zu geben dafür. So, ne? Also für eine bestimmte Zeit spielen wir dort, für eine kurze Zeit und halt eben Berserker. Warum? Die Spekulation ist halt euch überlassen. So, ne? Hat aber eben einen Grund. Und bitte fragt mich nicht wegen W54 Gildenbeitritt oder so. Das wird nicht meine Gilde sein. Ich werde das Ding nicht leiten. Ich bin da halt, wie gesagt, nach einer bestimmten Zeit auch wieder raus. Das ist wirklich nur für kurze Zeit, wo ich auf W54 spiele. Wie das die anderen Creator handhaben, weiß ich nicht. Wird man denn sehen. So, ne? Und Seelen brauche ich eigentlich nicht. Und das ist noch ein Hinweis. Jetzt komme ich aber zum Hinweis, der schon, wenn den jemand auf dem Schirm gehabt hätte, dann wüsstet ihr eigentlich schon, was kommen wird, was euch erwarten wird. So, ne? Und zwar im Dezember gab es ja eine Shakes and Fidget Show auf Twitch. Dort war der Community Manager Cotti vertreten. Dort war aber auch der Thorsten am Start, der CEO von Player Games sozusagen. Ne? Und der hat ja quasi da ein bisschen, ich sag mal,
ein bisschen Mitspracherecht, sag ich mal so, ne? Und der hatte eben halt auch was gesagt in dieser Show. Ne? Was er gesagt hat, das müsst ihr jetzt auf dem Schirm haben, aber er hat im Prinzip schon was angekündigt. Und zwar hat er schon angekündigt, was euch im ersten Quartal von 2022 erwartet. Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder anderen, ja, also das sind offizielle Sachen, die schon angekündigt worden sind, ja, und das wurde dort in dieser Show erwähnt. Ich werde es jetzt nicht nochmal erwähnen, das wäre ein bisschen zu einfach, aber für die Leute, die wissen, ja, da wurde schon angekündigt. So. Also, wenn die Leute sich jetzt auf die Suche nach dem Stream machen, gönnt euch. Dort in der Show wurde was fürs erste Quartal 2022 angekündigt. So, ne? Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, warum ich mich so darauf freue, weil es halt was ist, wo die Community wirklich schon lange und ich halt auch lange drauf gewartet habe, was sehr, sehr wichtig ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verquatsche. Ja, wie sage ich das jetzt? Ja, was wirklich sehr wichtig ist, so. Ne? Für den Zusammenhalt, sag ich mal. So. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie das Ganze denn umgesetzt wird, ne? Und wie das Ganze denn stattfinden wird, das weiß ich selbst auch noch nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ne? Kann auch sein, dass das an der Umsetzung vielleicht auch nicht ganz so ist, wie ich oder wir uns das gewünscht haben. So, ne? Keine Ahnung. Umsetzung wirklich null Plan. Ja? Also kann auch sein, dass ich da mich zu sehr drauf hype und dann das nachher am Ende vielleicht gar nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber das will ich mir einfach nicht hoffen, so, ne? Weil generell ist es halt ein Thema und ein Update, was wo wir eigentlich schon sehr lange drauf gewartet haben. Und ich hoffe mal, dass es auch so nice umgesetzt wird, wie sich das auch anhört. Ja, ich gehe mal auf Gold hier, ne? Genau, das war jetzt eigentlich quasi so der entscheidende Tipp. Wer es jetzt hiernach nicht weiß, der hat sich entweder nicht auf die Suche begeben oder ja, keine Ahnung, wartet einfach ab bis nächste Woche halt einfach so, ne? Morgen ist ja schon Montag, wann da die News denn offiziell zu kommen werden, oh shit, habe ich keine Ahnung so, ne? Aber ja, schlaue Leute, denke ich mal, wissen da jetzt auf jeden Fall Bescheid, was euch da erwarten wird und warum ich halt da auch wirklich sehr positiv dem gegenüber gestimmt bin. Und das Ganze auch nochmal, das wird nicht auf dem neuen Backend laufen, das wird noch auf dem alten Backend laufen. Und ja, es sei denn natürlich, ihr seid schon irgendwo spielend auf dem neuen Backend irgendwo. Ich suche gerade nochmal was raus, denn es kamen nämlich wieder ein paar Server dazu, damit ihr dann auch geupdatet seid, wo noch das neue Backend hinzukam. Hier, ich hab's. Und zwar hier auf, wird die meisten nicht interessieren, auf S26, S27 und S28 Polen wurde jetzt mittlerweile auch das neue Backend aufgespielt auf den Servern. Ja, wie gesagt, die gehen da so ein bisschen nach Serveraktivität, welche da am inaktivsten sind momentan und arbeiten sich jetzt Stück für Stück hoch. Wir haben ja schon gesehen, dass in der Vergangenheit jetzt so langsam überall das neue Backend aufgerollt wird und so nach und nach jetzt alle Server durchgegangen werden und es jetzt nicht mehr allzu lange dauern sollte, bis jeder Server davon betroffen ist. Was heißt betroffen? Hört sich so negativ behaftet an. Ist es auch erstmal, weil das Backend natürlich noch voller Bugs und Fehler ist so, ne? Aber das wird halt eben mit der Zeit gefixt und wenn das Ganze dann wirklich, wenn wir diesen Prozess durchgegangen sind, der Bugs und Fehler und was weiß ich, der etwas schlechteren Performance, was jetzt mittlerweile schon geht auf dem Server, ist jetzt performancemäßig ist es jetzt auf S31, muss ich sagen, hat sich das gebessert, ist jetzt nicht mehr so ist eigentlich performancemäßig genauso wie auf den anderen Servern so, weil sonst hat das ja immer hier so gehakt von von der Performance her. Das hing alles hinterher so und ich hoffe mal, dass das in Zukunft auch alles denn besser
laufen wird, wenn wir erstmal diese Fehler- und Bugwelle durchstanden haben, weil dann läuft das Ganze mit einem besseren, ja, ich bin da nicht bewandert drin, ne? Mit einem besseren Backend, sodass man quasi schneller alles auf die Server raufspielen kann, dass Wartungen so gut wie gar nicht mehr präsent sind. Auf S31 gibt es ja um 4 Uhr morgens gar keine Serverwartung mehr. Die Server sind halt viel agiler, kann man besser steuern, keine Ahnung. So, und es sind vielleicht auch andere und bessere Features und sowas denn damit möglich. Und ja, so in die Richtung geht es auf jeden Fall, zumindest grob. Ne? Also ich, wie gesagt, bin da überhaupt gar kein IT-Typ, was das angeht. Nur, dass ihr da so ungefähr, ne, viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht so. Und es gibt bestimmte Experten, die wissen da mehr Bescheid, womit das Ganze zusammenhängt, was das Ganze bringt, etc. pp. Könnt ihr auch meinetwegen gerne in die Kommentare schreiben, ja, falls da welche zugucken, die da ja, mehr bewandert sind, wie Wanderwege am Meer, als ich. Und ja, damit bin ich raus, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt auch Bescheid. Wenn nicht, dann ist wirklich, ne, also für die Wissbegierigen, dann ist wirklich was los hier. Ne? Also dann muss ich auch mal wirklich hier mal einen Klaps geben hier. So, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuen Update-News. Bis dahin alles Gute, nur das Beste. Passt auf euch auf in diesen sehr wilden Zeiten momentan gerade. Und ja, bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.